Boa tarde, bonjour, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie nach dieser Mittagspause, die Sie hoffentlich alle genossen haben, wieder hierher gekommen sind. Ich muss sagen, ich bin ganz begeistert über diese Einladung. Es war eine super schöne Reise. Wir hatten schon 2 sehr, sehr schöne Tage in Rio. Und ich glaube, wir haben eine Menge zu diskutieren über E-Books. Wir haben heute Morgen schon sehr viele Aspekte angerissen. Man kann, glaube ich, mehrere Tage über E-Books sprechen. Ich möchte Ihnen heute aber besonders einen Aspekt, der mich sehr bewegt, weil das mein Aufgabengebiet ist, näher bringen. Ich arbeite in einer öffentlichen Bibliothek in Deutschland und ich möchte Ihnen einfach sagen, aus meiner Praxiserfahrung für die Aufgabenfelder, für die ich zuständig bin, nämlich die Medienauswahl, ich leite die Erwerbung, die Katalogisierung und die Lektorate. Die Lektorate sind bei uns die Teams, die die Medienauswahl treffen, wie wir mit E-Books in Bremen umgehen in der Bibliothek und vor welchen Fragestellungen wir auch stehen und wo ich auch für uns Chancen und Risiken sehe. Ich hoffe, Sie werden davon ein paar Ideen mitnehmen können. Das, was ich Ihnen heute erzähle, ist wirklich repräsentativ, glaube ich, für Fragen, die sich in öffentlichen Bibliotheken stellen. In wissenschaftlichen Bibliotheken ist die Fragestellung von E-Books und anderen digitalen Angeboten etwas anders gelagert in Deutschland. So, jetzt lege ich mal eben dieses Ding ab. Ja, ich wurde gebeten, eigentlich 2 Aspekte vorzutragen. Zum einen möchte ich eben über die Fragen in der Erwerbungsabteilung sprechen. Zum anderen möchte ich Ihnen aber, und auch das wurde heute Vormittag schon einmal angesprochen, berichten, wie können digitale Medien auch eine Möglichkeit sein für Leseförderung, wie können wir digitale Medien in die Arbeit von öffentlichen Bibliotheken einbinden, denn ich glaube, wir haben heute Morgen alle schon sehr deutlich auch in dem Diskurs zwischen meiner Kollegin Barbara Schleihagen und Gilles Collieu erfahren, dass Verleger, Autoren, Bibliotheken, Buchhandlungen, Buchhändler an einem Strang ziehen müssen, dass wir wirtschaftlich aufeinander angewiesen sind, dass wir vielleicht manchmal unterschiedliche Interessen haben, aber dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Literaturvermittlung. Und darum sollte es uns gehen. Und ich würde auch sagen, es geht nicht nur um Literaturvermittlung, sondern wir sind Vermittler von Medienkompetenz. So, damit möchte ich starten. Mein Beitrag heißt ein Praxisbericht aus Sicht der Lektorats- und Erwerbungsleitung einer öffentlichen Großstadtbibliothek. Ich werde Ihnen zunächst einmal ein paar Informationen über die Bibliothek, in der ich arbeite und auch über die Stadt, aus der ich komme, geben, damit Sie so ein bisschen die Größenordnung einordnen können, was das für ein System ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Unterschiede zu dem brasilianischen Bibliothekswesen. Ich habe versucht, mich in der Vorbereitung auch ein bisschen mit der Bibliothekslandschaft Brasiliens zu beschäftigen. Ich habe auch einiges gefunden, aber ich muss sagen, es gibt nicht so wahnsinnig viele Quellen, die ich dann auch lesen kann, weil vieles in Portugiesisch publiziert ist und ich kann es ein bisschen lesen, aber leider nicht besonders gut. Deswegen kann ich Ihnen auch leider nur auf Deutsch berichten. Ja, starten wir doch mal. Sie sehen hier Bremen und die Bibliothek in der Stadt. Auf der einen Seite sehen Sie den Dom und unser Rathaus. Bremen ist eine sehr, sehr alte Stadt, es ist eine Handelsstadt. Und auf der anderen Seite das, was etwas so ein bisschen aussieht wie eine Burg. Tatsächlich in dieser Burg drin ist unsere öffentliche Bibliothek. Damit Sie einmal einen Eindruck haben, von wo ich überhaupt komme, sehen Sie einmal, so bin ich hergeflogen. Wir haben ungefähr 5 Stunden Zeitunterschied. Bremen ist die 10. größte Stadt in Deutschland. Das hat für Sie wahrscheinlich irgendwie auch einen lustigen Charakter. Wir haben 550.000 Einwohner. Ich vermute, das ist bei Ihnen nicht mal ein Stadtviertel. Wir haben 325 Quadratmeter Fläche dieser Stadt. Man muss sagen, es ist nicht nur eine Stadt, sondern es ist nochmal eine Besonderheit in Deutschland. Bremen ist auch ein Bundesland, also nochmal eine sehr besondere Art. Bremen ist eine alte Handelsstadt. Sie ist sehr geprägt gewesen durch Häfen. Das Land Bremen besteht aus 2 Städten, nämlich Bremen und Bremerhaven. Und Bremerhaven war der Hafen der Stadt Bremen an der Nordsee gelegen.
Und dieser Hafen war auch ein großer Auswandererhafen. Also sehr viele Menschen sind ja aus Deutschland, aus Europa ausgewandert und über Bremen sind viele vor allen Dingen in die USA ausgewandert, aber auch nach Südamerika, Mittelamerika. Bremen hat jetzt noch nicht mehr so viel Schiffbau. Werften haben wir eigentlich nicht mehr. Wir haben immer noch eine besonders gute Infrastruktur, was so Handelshafen angeht, aber wir haben einige ganz wichtige Forschungsinstitute auch. Das ist zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung. Bremen ist ein Standort der Raumforschung und auch der Raumindustrie sozusagen. Also es wird tatsächlich Raketentechnologie für bemannte Raumfahrt wird in Bremen gebaut. Bremen hat außerdem noch zwei Bibliothekssysteme, nämlich einmal das wissenschaftliche Bibliothekssystem der Hochschulen. Es gibt eine große Universität in Bremen, die nicht besonders alt ist, da gibt es ältere in Deutschland, und es gibt mehrere Hochschulen. Und dann gibt es noch das städtische Bibliothekssystem, nämlich das der öffentlichen Bibliothek, und das ist die Bibliothek, in der ich arbeite. Ja, hier sehen Sie jetzt einmal kurz verteilt über diese kleine Fläche von 325 Quadratkilometern, wie sich unsere Bibliothek aufgestellt hat. Wir haben eine große Zentralbibliothek, die eben in diesem Gebäude ist, was ich Ihnen eben am Anfang gezeigt habe. Wir haben 6 Stadtteilbibliotheken. Diese Bibliotheken sind an mehreren Orten in der Stadt. Bremen ist durch einen Fluss in 2 Teile getrennt, die Weser. An mehreren Orten in der Stadt sind einzelne Stadtteilbibliotheken. Wir haben dann noch 3 besondere Einrichtungen. Wir haben eine Bibliothek in einem Krankenhaus als Patientenbibliothek, also wo eben Menschen, die länger in einem Krankenhaus sind, auch dann sich mit Medien versorgen können, Bücher zur Unterhaltung finden, vielleicht auch den einen oder anderen medizinischen Ratgeber, den man da ja auch mal brauchen kann. Wir haben dann eine Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt. Dort ist eine Bibliothek untergebracht und diese Bibliothek wird in Kooperation zwischen uns, der Stadtbibliothek, und der Justizvollzugsanstalt finanziert und auch so betrieben. Also auch Gefangene arbeiten in der Bibliothek mit und kümmern sich um die Ausleihe und Mediensortierung und Medieneinarbeitung. Dann haben wir noch eine ganz kleine Bibliothek, nämlich in einem Seniorenheim. Das ist auch nochmal eine Besonderheit. Diese Bibliothek wird von unseren Auszubildenden betrieben. Und wir haben eine Busbibliothek. Diese Busbibliothek ist vor allen Dingen zuständig, die Stadtteile zu versorgen, in denen wir keine feste Bibliothek, also keine Bibliothek als Ort haben. Diese Bibliothek, die Busbibliothek fährt insbesondere Schulen an und ist damit sehr nah an den Orten, wo viele Kinder dann auch leben, die alleine noch nicht ihr Viertel verlassen können, nicht allein mit dem Bus irgendwo hinfahren sollen und deswegen einfach ihre Bibliothek auf Rädern haben. So, jetzt zeige ich Ihnen mal eben schnell ein paar Bilder aus unserer Bibliothek. Das ist einmal der Neubauteil in unserer Zentralbibliothek. Wir haben eben einen Turm hineingebaut in diese Burg sozusagen. Das ist ein Lesegarten bei uns, wo man jetzt nett in Sesseln sitzen kann. Wir haben WLAN in der Bibliothek, man kann dort einfach im Netz surfen, man kann Bücher lesen, man kann Zeitschriften lesen. Das hat eine recht hohe Aufenthaltsqualität. Und wir waren ja jetzt in Rio in der Bibliotheca Parque und ich muss sagen, also Sie haben wirklich dort eine sehr, sehr traumhafte Bibliothek. Da reichen wir nicht ganz ran. Das ist nochmal eine Besonderheit von uns. Wir haben eine Sondersammlung für deutschsprachige Krimis. Diese Bibliothek ist eine reine Präsenzbibliothek, das heißt, die Bücher, die dort stehen, leihen wir nicht aus. Sie sollen da gesammelt werden, damit, wenn man sich über das Genre Krimi informieren möchte, über den deutschsprachigen Krimi, das dort tun kann. Es ist eine Studienbibliothek. Tatsächlich ist es so, dafür wird sie nicht so wahnsinnig viel genutzt. Sie ist aber ein sehr, sehr schöner Ort, um sich dort aufzuhalten. Wir machen dort viele Veranstaltungen und es ist sehr beliebt, in dem Raum zu sitzen und zu arbeiten. Das ist unsere Kinderbibliothek. Wir haben in der Kinderbibliothek so ein Schiff, in dem man spielen kann, in dem wir auch ein Bilderbuchkino machen.
Wir haben natürlich einiges an Spielzeugen dort, wir haben Möglichkeiten, dass Kinder sich verkleiden können, wir haben ein Puppentheater in der Kinderbibliothek und wir haben noch, das habe ich jetzt leider auf einem Bild nicht dabei, wir haben so ein Iglu, in dem unser Bilderbuchkino stattfindet. Sogar ein kleines Theater. Ja, und das ist eigentlich die letzte Besonderheit. Wir haben auch eine Artothek. Dort kann man Bilder ausleihen, Grafiken, Skulpturen können Sie bei uns ausleihen. Und all das ist inklusive in unserer Bibliotheksnutzerkarte, wenn Sie bei uns in der Bibliothek Mitglied sind. Das kostet 25 €, wenn Sie keine Ermäßigung haben im Jahr. Dann können Sie auch einfach die ganze Fülle unserer Angebote nutzen. So, und da ist noch einmal unser Bus zu sehen, der bei einem besonderen Kongress auch mal tatsächlich vor das Rathaus fahren durfte. Ja, ich zeige Ihnen jetzt hier ein paar Zahlen über unsere Bibliothek, ein paar Leistungszahlen, damit Sie so ein bisschen wissen, was ist das für eine Größenordnung. Wir hatten 2014 ungefähr 2 Millionen Besucher. Wir haben 1,02 Millionen vor Ort und wir haben inzwischen ein relativ großes digitales Angebot, nämlich 30.000 E-Medien. Und wenn ich E-Medien sage, dann spreche ich nicht nur von E-Books, sondern wir benutzen diesen Begriff sehr bewusst in Bremen, um E-Books, E-Audios, also Hörbücher, die es ja auch schon als digitale Medien gibt, und auch E-Videos, also Filme, die es als E-Ausleihmedien gibt, auch damit zu nennen. Ja, wir haben 3,53 Millionen Ausleihen gehabt in 2014. Wir haben ein sehr aktives Veranstaltungsprogramm. Wir erreichen mit unseren Angeboten ungefähr 12% aller Bremerinnen und Bremer in unserer Stadt und 23% davon sind Kinder, 16% haben wir nur leider unter den Jugendlichen. Das ist sicherlich ein Aspekt, der uns alle bewegt. Ich glaube, das ist nicht ein Deutschland gemachtes Problem, dass man Jugendliche sehr schlecht in die Bibliothek kriegt, dass es irgendwann so einen Knick gibt, dass Kinder zwar noch in die Bibliothek kommen, aber Jugendliche dann vielleicht den Spaß an der Bibliothek verlieren und der Hauptanteil sind eigentlich die Erwachsenennutzer. Ich habe eben schon einmal gesagt, die Bibcard, das ist unser Nutzerausweis, also unsere Karte, die Sie bekommen, wenn Sie sich in der Bibliothek anmelden. Die haben ziemlich viele Menschen in Bremen schon und wenn Sie die bei uns angenommen haben, diese Karte, dann können Sie eben das gesamte Angebot nutzen und Sie können dann auch unsere virtuelle Bibliothek nutzen. Wir haben uns aber auch gedacht, wir wollen das auch möglich machen, weil dieses Konzept der virtuellen Bibliothek und der physischen Bibliothek, wir haben diesen Prozess sehr nah aneinander angelegt, aber im Prinzip kann man sich ja auch fragen, wenn ich wirklich nur Online-Medien ausleihen möchte, wieso soll ich denn dann noch in die Bibliothek gehen? Deswegen haben wir eine elektronische Karte, die dann aber auch nur den Zugang zu unserem digitalen Angebot bietet. Ja, hier sehen Sie noch mal so ein bisschen, wie sich das verteilt. Sie sehen hier, was wir für ein Medienbudget haben. Wir hatten 2014 1,1 Millionen € für Medienanschaffung. Sie sehen die Zahl unserer Printmedien mit 376.000. Sind wir eigentlich eine relativ kleine Bibliothek. Es gibt Bibliotheken, die einen sehr viel höheren Medienbestand haben. Und worum es ja heute vor allen Dingen gehen soll, sind diese digitalen Angebote. Und da haben wir inzwischen 30.000. Ja, das digitale Angebot der Stadtbibliothek. Ich muss jetzt mal eben hier zwischen den beiden Folien hin und her gucken. Genau. So, genau. Das digitale Angebot unserer Stadtbibliothek nennt sich Onleihe. Meine Kollegin Barbara Schleihagen hat das auch schon heute Morgen erwähnt. In Deutschland ist es so, dass es einen sehr großen Anbieter, einen großen Partner von Bibliotheken eigentlich gibt. Die Firma heißt EKZ und die wiederum hat eine Tochterfirma, die sich Divibib nennt. Und diese Firma hat sehr, sehr früh erkannt, nämlich schon 2007, dass digitale Medien, E-Books ein Angebot auch für Bibliotheken sein können. Wir waren, glaube ich, in Deutschland die dritte Bibliothek, die auf dieses Modell eingestiegen ist. Wir sind in Bremen gerne innovativ, versuchen gern was Neues.
Trotzdem war es natürlich auch so, dass wir uns die Frage gestellt haben, ja, wie soll das denn alles funktionieren und wie wählen wir diese Medien aus? Aber der große Vorteil ist, wenn man mit der großen Firma zusammenarbeitet, ist es so, dahinter steht nochmal ein Netzwerk von Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, die Medien auf ihre Eignung für öffentliche Bibliotheken auch prüfen und auch sagen, das und das würde ich empfehlen. Ich arbeite selber auch in dieser Empfehlungsstruktur mit. Und diese Empfehlung finden wir auch für diese Online-Angebote. Ja, 2008 sind wir an den Start gegangen mit der Online, also mit unserer virtuellen Stadtbibliothek. Das war noch ein sehr kleines Angebot. Wir haben da noch nicht so ein Warenkorbsystem gehabt. Auch die Firma hat diese Plattform sukzessive sehr stark weiterentwickelt. Ich erinnere mich daran, dass wir begonnen haben, damit Listen, Excel-Listen, Titellisten durchzugucken und zu überlegen, welche der Medien wir kaufen. Das ist relativ aufwendig gewesen. Dann hatten wir am Anfang 6.000. Inzwischen haben wir 30.000 und das sind, ja, vorrangig sind das eigentlich E-Books und E-Audios, aber wir haben auch Zeitschriften als E-Magazin und auch Tageszeitungen als E-Paper. Wir haben 2014 170.000 Entleihungen damit gemacht. Wir wissen schon jetzt durch die statistischen Auswertungen, die wir gemacht haben, dass diese Zahl weiter nach oben gehen wird. Wir peilen an, dass wir 2015 in diesem Jahr wahrscheinlich so bei einer Größenordnung von 190.000 Entleihungen landen werden. Wir haben natürlich noch weitere digitale Angebote wie E-Learning-Kurse und Datenbanken, aber das sind eigentlich alles Angebote, die wir in Bibliotheken schon relativ lange kennen, die auch sehr vergleichbar sind mit den digitalen Angeboten in wissenschaftlichen Bibliotheken. Und das ist noch nicht so die Neuigkeit für uns gewesen. Was wir nicht machen, einige Bibliotheken in Deutschland tun dies, wir verleihen keine Hardware zu unseren E-Medien. Also wir verleihen keine E-Book-Reader, wir verleihen irgendwie keine Tablets oder Smartphones, mit denen man diese Medien nutzen kann, sondern es ist tatsächlich so, die technische Infrastruktur, die muss man selbst besitzen. Ich muss aber sagen, dass die in Deutschland schon relativ weit verbreitet sind und es gibt eine sehr große Buchhandelskette in Deutschland, die auch ein eigenes Gerät sozusagen hat, einen E-Book-Reader. Und tatsächlich ist es ganz oft so, wenn dort Menschen sich so ein Gerät in dieser Buchhandelskette kaufen und dann fragen, ja, was kann ich jetzt damit machen und wie funktioniert das denn eigentlich und wo bekomme ich denn jetzt meine Bücher her? Dann wird ganz häufig auf die Bibliothek verwiesen und wird gesagt, ja, kommen Sie, gehen Sie in die Stadtbibliothek, die helfen Ihnen da weiter, da können Sie auch Medien ausleihen. Wir haben eine digitale Sprechstunde, so nennt sich das, das heißt, wir haben ein regelmäßiges Beratungsangebot für alle, die Lust haben, mal bei uns vorbeizugucken und zu sagen, ich habe jetzt einen E-Book-Reader oder ich habe ein Tablet, ich möchte mir jetzt bei Ihnen ein E-Book ausleihen. Wie geht das? Und dann zeigen unsere Kolleginnen und Kollegen das in der Beratung. So, da sehen Sie jetzt noch einmal kurz, welche unsere Lieferanten sind. Ich habe eben schon genannt die Online, das ist eben die Marke dieser DiviBib-Firma, die ist die größte Firma für öffentliche Bibliotheken, die E-Books vertreibt. Es gibt noch zwei kleinere auf dem deutschen Markt. Die Zusammenarbeit mit der Firma funktioniert sehr gut. Technisch wäre da, glaube ich, aus meiner Sicht noch einiges möglich. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass man auch noch mal über den Tellerrand schaut und sagt, okay, was gibt es denn noch für andere Aggregatoren? Was gibt es für weitere Anbieter von solchen Medien, damit man auch in eine Verhandlung kommen kann? Was sollte technisch vielleicht möglich sein? Was sollte im Angebot sein? Ja, wir haben jetzt relativ neu, seit Anfang dieses Jahres, glaube ich, einen Anbieter aus den USA, Overdrive. Overdrive war, glaube ich, ich glaube, es ist eine US-Firma, ist sehr stark im angloamerikanischen Raum verbreitet, hat dort auch ganz deutlich das Profil an der Fülle der Medien, die sie anbieten, aber sie bieten auch sehr, sehr viele Fremdsprachen, also Medien in anderen Sprachen, Französisch, Spanisch, Italienisch, auch bis ins Chinesische hinein. Wir haben uns in Bremen dazu entschieden, erstmal dieses Angebot noch
testweise anzulegen und beziehen darüber nur englischsprachige Belletristik, die wir von dem anderen Anbieter leider aktuell noch nicht bekommen können. Senior for Libraries ist noch eine weitere Firma, auch die ist ein interessanter Anbieter, technisch auch sehr weit fortgeschritten. Das ist ein Aggregator, über den wir englischsprachige Magazine beziehen, und gerade das ist ja etwas, was ich heute Morgen auch in der Diskussion nochmal dachte oder was gestern auch angesprochen wurde. E-Medien erlauben uns ganz neue Formen von schneller Medienlieferung in Bibliotheken. Und ich glaube auch, dass sie zu der, sage ich mal, internationalen Literaturvermittlung ganz super geeignet sind, weil die Distributionswege, ja, also wie Sie ein Buch an eine Musik weiterverbreiten können, die ist ja im physischen Bereich außerordentlich kompliziert. Sie haben Transportkosten, Sie haben unterschiedliche Zölle und so etwas. Das ist bei E-Medien ja alles ganz einfach. Also im Prinzip müssen wir schon gucken, was bietet uns das auch für Chancen. Ja, da geht es dann jetzt auch gleich schon weiter, nämlich um die Chancen und um die Risiken, die wir mit E-Medien sicherlich uns als Fragestellung auch geben müssen. Für eine öffentliche Bibliothek ist es doch so, also E-Medien haben einen ganz großen Vorteil. Ich brauche die nicht selber einarbeiten lassen in meiner Bibliothek. Sie sind sofort verfügbar, sobald ich auf diesen quasi Kauf-Button klicke, kann ich dieses Medium bekommen. Es wird in unseren Katalog eingespielt, es ist auf dieser Plattform, die für unsere Kunden zur Verfügung steht, und es ist gleich ausleihbar. Es muss nicht eingebunden werden, es muss nicht geliefert werden, wir müssen nichts anmahnen, das ist alles sehr einfach. Wir haben keinen Aufwand für die Einarbeitung, wir brauchen kein Personal für die Ausleihe, denn das macht der Kunde ja selbst, alles online. Wir brauchen niemanden, der die Medien wieder zurücksortiert. Wir brauchen niemanden, der die zurücknimmt. All das funktioniert automatisch. Und diese E-Medien haben natürlich einen ganz großen Vorteil. Ihre virtuelle Bibliothek, die können Sie jederzeit öffnen. Sie können sie 24 Stunden an jedem Wochentag öffnen. Das können Sie mit Ihrer physischen Bibliothek vermutlich nicht. Wir in Bremen können es jedenfalls nicht. Und natürlich ist der Vorteil aus Sicht der Bibliothek von Verlegerseite sicherlich, wenn es gerade um die Frage von Lizenzierung geht, nicht immer so zu sehen, wir haben keine Verluste dadurch, denn ein E-Medium kann man nicht irgendwie aus der Bibliothek einfach so entfernen, und im Prinzip kann es ja auch nicht kaputt gehen, also wir haben keinen Verschleiß. Für die Kunden sieht das auf der Seite ganz ähnlich aus. Sie können eigentlich, wenn Sie unseren Nutzerausweis haben, von überall her unsere E-Medien ausleihen. Sie können das zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Sie brauchen sich überhaupt nicht darum zu kümmern, wann ist die Frist, wann muss ich das zurückgeben, sondern Sie laden es sich runter und von da an tickt die Uhr. Die E-Medien über die Online sind mit einem DRM geschützt, und in diesem DRM ist auch sozusagen die Ausleihfrist wird mitgesteuert. Das heißt, die Bibliothek kann sagen, ich möchte das für so und so viele Tage zur Verfügung stellen, und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann können Sie diese Datei auf Ihrem, sage ich mal, E-Book-Reader, auf Ihrem Tablet, Sie können sie nicht mehr öffnen. Ja, das ist dann einfach abgelaufen. Wenn Sie es nochmal lesen wollen, Sie sind vielleicht nicht durchgekommen, müssen Sie es leider nochmal neu ausleihen. Ja, und eben ein großer Vorteil, den ich auch sehe, ist, wir können vor allem auch fremdsprachige Medien wirklich tagesaktuell auch liefern. Das ist im physischen Bereich meistens nicht machbar. Schauen wir uns nochmal, achso, Entschuldigung, das habe ich Ihnen jetzt eben gar nicht gezeigt, das habe ich Ihnen nur erzählt. Ich lasse das einfach nochmal ein bisschen stehen. Ich habe eben gesagt, wann sind wir eingestiegen, ein E-Medienangebot in unserer Bibliothek zur Verfügung zu stellen. Das war 2008. Inzwischen sehen wir, dass dieser Markt unglaublich wächst. Also die Neuproduktion an E-Medien steigt. Auch sicherlich werden wir uns irgendwann die Frage stellen, was machen wir, wenn es nur E-Only gibt, also wenn die Publikation gar nicht mehr in Print vorhanden ist. Das Wachstum des E-Medienangebots 2013, 2014 auf dem deutschsprachigen Markt sind schon über 50.000 E-Book-Novitäten. Jeder Vierte in Deutschland liest ein E-Book, also es ist wirklich sehr, sehr stark
verbreitet. Sie sehen das überall, wenn Sie mit der U-Bahn fahren, wenn Sie mit der Straßenbahn fahren. Und sicherlich, also manche Sachen können Sie ja auch auf dem Handy gut nutzen. Auch da werden E-Books gelesen. Wir sind nicht so weit in Deutschland wie in Japan zum Beispiel, wo es ja richtig dieses Format des Handy-Romanes gibt. Das kenne ich so in Deutschland eigentlich nicht. Ja, jeder Vierte liest inzwischen ein E-Book, ganz häufig auf mehreren Geräten gleichzeitig. Natürlich war immer auch die Frage, ja, wenn ich mir jetzt ein E-Book ausleihen kann, kaufen dann die Leute noch auch Bücher? Es hat Studien dazu gegeben, dass tatsächlich die Verbreitung über die Ausleihe von E-Medien über Bibliotheken dem Kaufmarkt nichts wegnimmt, sondern eigentlich schon dazu beitragen soll, auch dass es verbreiteter wird. Und ich glaube, das ist vielleicht der Hintergrund auch, Bibliotheken gelten als ein relativ sicherer Ort, als ein neutraler Ort, das ist ja auch unser Anspruch. Und wenn wir uns einfach begucken in der Konkurrenz, sage ich mal, zu Amazon oder anderen kommerziellen Anbietern von E-Medien, Menschen, die jetzt vielleicht nicht gerade alles online einkaufen, nicht genau wissen, was tun sie da, wie ist das dann auch technisch, die verlassen sich vielleicht erstmal auf die Bibliothek, bekommen da eine Beratung vor Ort, Erklärung von einem ganz normalen Menschen und nicht irgendwie über ihren Computer abgespielt und finden dann vielleicht auch den Zugang zum E-Book. Also Bibliotheken können da auch quasi der Einstieg sein. Ja, das ist jetzt nur noch einmal eine kurze Übersicht darum, wie sich der Umsatzanteil von E-Books in Deutschland entwickelt hat. Sie sehen einfach die Kurve von 2010, das ist der erste Balken, bis zu 2014. Das ist schon enorm, was es da für Sprünge gegeben hat. Ich denke, das wird weiter so gehen, weil auch gerade die Produktion von E-Books, auch, ich hatte eben schon angesprochen, E-only, also wird man vielleicht irgendwann auch bestimmte Inhalte nur noch digital produzieren. Das wird zunehmen. Auch Self-Publisher können im Prinzip ein E-Book herstellen. Sicherlich nicht alles so ganz so komfortabel, aber es ist möglich. Und damit, also wir werden mit diesem Wachstumsmarkt einfach definitiv konfrontiert sein. Sie sehen hier auch nochmal die Absatzzahlen in den Jahren 2010 bis 2014. Und auch da ganz deutlich, die Kurve geht nach oben. Das heißt also, wenn 2014 24,8 Millionen E-Books für den privaten Bedarf, das heißt, das sind nicht Schulbücher, nicht Fachbücher, verkauft werden, dann ist das ein ernstzunehmender Marktanteil. Und dieser Marktanteil, der kann ja an Bibliotheken nicht einfach vorbeigehen. Ja? Also Bibliotheken müssen sich ja damit auseinandersetzen und müssen sich einfach damit wirklich seriös beschäftigen, dass das ein Literaturangebot ist, das wir auch in unseren Bibliotheken bieten müssen. Ja, und das ist nicht nur so, dass der Markt ja eine gewisse Macht hat, sondern als Bibliothek sind wir einer gesetzlichen Grundlage verpflichtet. Also nicht nur der Markt verpflichtet uns dazu, Zugang zur Literatur zu bieten, zu E-Medien zu bieten, sondern es gibt gesetzliche Grundlagen, die uns dazu verpflichten, nämlich die UN-Menschenrechtserklärung, dann das Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet uns dazu und die Bibliothek, in der ich arbeite, ist nochmal eine ganz besondere Form von Bibliothek. Sie nennt sich ein Eigenbetrieb und es gibt in Bremen ein extra Gesetz, das im Gesetz verankert ist, diese Bibliothek soll so und so betrieben werden. Und diese Bibliothek, das ist das Ortsgesetz unserer Stadtbibliothek, dieses Ortsgesetz sagt, die Stadtbibliothek ist verpflichtet, Zugang für alle zu allgemein zugänglichen Quellen zu bieten, einen freien Zugang zu Information und Bildung. Das heißt für uns in der Konsequenz ganz klar, die Stadtbibliothek muss E-Medien anbieten. Wir haben überhaupt nicht die Wahl. Ja, über die Online habe ich eben jetzt einiges schon erzählt. Ich möchte Ihnen hier nochmal ein paar Zahlen zeigen, wie das dann sich entwickelt hat. Es gibt inzwischen, die Online funktioniert als ein Aggregator. Diese Firma verhandelt mit den Verlagen und bietet dann den Bibliotheken die Möglichkeit, über sie E-Books, E-Medien zu lizenzieren.
Da sind sehr, sehr viele Verlage inzwischen vertreten, 1200 ungefähr. Wir hatten, als wir gestartet haben in Bremen, war es so, dieses Produkt, unsere virtuelle Bibliothek, die E-Ausleihe, haben wir erst E-Ausleihe genannt. Ganz viele Bibliotheken haben ihrer virtuellen Zweigstelle einen eigenen Namen gegeben. Wir haben uns jetzt 2015 tatsächlich dazu entschieden, auch diesen Markennamen Online zu nehmen. Und das haben wir deswegen gemacht, weil wenn wir jetzt in die Zeitungen gucken, also wirklich in renommierte Tages- und Wochenzeitungen in Deutschland, wenn es um E-Books geht, wird ganz oft die Online erwähnt. Und diesen Marketingaspekt, den müssen wir doch mit nutzen. Also haben wir uns entschieden, das neu zu betiteln. Ja, ich bin ja dafür zuständig, wie organisiert wird in der Bibliothek der Medienzugang. Wir haben uns auch gefragt, ich leite den Bereich, in dem 4 Fachlektoratsteams sind, das heißt, es sind Bibliothekare und Bibliothekarinnen, die für einzelne Sachgebiete zuständig sind. Sage ich mal, eine Kollegin ist für Belletristik zuständig, ein anderer ist für Philosophie zuständig, also alle haben immer mehrere Fächer. Ich bin selber für Medizin und Psychologie noch zuständig. Wir haben uns dann gefragt, wie machen wir das jetzt bei den E-Medien? Teilen wir das jetzt auf? Sollen das jetzt alle noch zusätzlich, also quasi aus ihrer Fachverantwortung selbst machen? Oder wie machen wir das? Weil es doch etwas relativ Neues war, haben wir es erstmal gesagt, wir nehmen einen Kollegen, haben jemanden gebeten, ob er Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und er hatte glücklicherweise Lust dazu. Und der betreut das ganze Angebot. Und ich sehe aber tatsächlich hier auch ein bisschen Schwierigkeiten in den nächsten Jahren heraufziehen, denn je mehr dieses Angebot wird, desto allgemeinkundiger muss ja dieser Kollege werden. Also er muss eigentlich dann alle Fachgebiete wirklich auch kompetent vertreten können und das kann ich ja gar nicht verlangen. Ja, das erwarte ich ja von den anderen Kolleginnen und Kollegen so auch nicht, sonst hätten wir es ja anders organisiert. Das heißt, wir gehen jetzt schon in eine Richtung, wo wir unsere Organisation ein wenig neu strukturieren und zum Beispiel die Kollegin, die auch für die Romanabteilung zuständig ist, die Belletristik und die Hörbücher, die auch in der Online einen sehr, sehr großen Anteil haben, die kümmert sich jetzt auch um den Einkauf der E-Medien, um die Auswahl für die Belletristik und die Verantwortliche für Kinder- und Jugendbücher macht das jetzt auch in ihrer eigenen Verantwortung. Warum wir das erst an einen Kollegen gekoppelt haben, das hatte auch den Hintergrund, weil wir ja gucken mussten, wie viel Budget stellen wir dafür zur Verantwortung. Wenn Sie so ein neues Produkt einführen, ist natürlich eine Fragestellung auch, ziehen alle mit, haben alle wirklich auch Lust, sich darauf einzulassen oder haben Sie da auch jemanden, der sehr skeptisch ist und der dann sagt, nee, mache ich nicht, ich kaufe lieber doch gedruckte Bücher. Deswegen haben wir es erstmal so gemacht und haben gesagt, okay, das ist ein extra Budget, wir nehmen es nicht von etwas anderem weg, sondern wir haben sozusagen einen Innovationsfonds für immer neue Projekte auch und dieses extra Budget haben wir dann diesem Kollegen gegeben und haben erstmal sozusagen eine Testphase über die ersten Jahre gemacht, um zu zeigen, es entwickelt sich dort was, das ist ein ganz wichtiges Angebot bei uns und heute wird das niemand mehr hinterfragen in meiner Bibliothek. Was wir eigentlich auch schon sehen in der Bibliothek ist, Hörbücher sind bei uns ein sehr gefragtes Segment in unserem Angebot für unsere Kundinnen und Kunden. Und da glaube ich, also wir sehen da so ein bisschen, wir machen ein sehr ausgefeiltes Controlling in Bremen. Wir sehen, dass es da Rückgänge gibt in der Ausleihe von CDs im Hörbuchbereich und der Anteil der E-Ausleihe im Bereich Hörbücher in der Online, der boomt total. Ja? Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht noch einen CD-Spieler hat, ich habe tatsächlich noch einen, aber ganz häufig ist es doch so, dass man jetzt einen MP3-Player benutzt und da möchte doch niemand erst noch einen Umweg machen über ein drittes Medium. Das heißt, Sie wollen eigentlich gleich einen MP3-File ausleihen und deswegen wird es sicherlich so sein, dass die CDs in dem Bereich eher verdrängt werden. In dem Musikbereich ist es so, dass das Angebot für öffentliche Bibliotheken da den kommerziellen Angeboten in Deutschland oder auch halt international nicht mithalten kann. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass die Musikbranche sehr viel schneller war in der Entwicklung von solchen Vertriebskanälen direkt an den Endkunden zu gehen
Und da sehe ich die Chancen für Bibliotheken relativ gering, noch in diesem Segment richtig den Fuß in die Tür zu kriegen. Ja, ich habe Ihnen eben gesagt, ein Fachlektor betreut das alles. Wir haben 2014 70.000 € für E-Medien investiert. Das sind jetzt wirklich nur die Kosten, die wir für die Medien, nämlich also für die Lizenzierung der Medien, aufgewendet haben. Das sind nicht die Plattformkosten. Plattformkosten heißt, diese E-Medien, sie werden bei uns im Katalog angezeigt, aber über den Katalog können Sie sich nicht direkt das runterladen auf Ihr Gerät, sondern dazwischen ist eine eigene technische Plattform geschaltet, die diese Firma dann uns auch mit den Medien anbietet, und für die zahlen wir halt zusätzlich auch immer pro Jahr eine gewisse Gebühr. Was jetzt neu auf die Bibliotheken zukommt, ist, dass diese Lizenzmodelle, wir haben heute Morgen auch das Thema schon so ein kleines bisschen angerissen, dass diese Lizenzmodelle immer heterogener werden. Es gibt sehr verschiedene Lizenzmodelle. Sie können eine Lizenz für einen einzelnen Nutzer erwerben. Sie können auch eine Lizenz erwerben, die mehrere Menschen gleichzeitig benutzen können. Und was ein neues Modell ist, was jetzt eben auch stark, glaube ich, aus dem amerikanischen Markt zu uns rüberkommen wird, ist, dass es Lizenzen gibt, die sind an bestimmte Fristen gebunden. Das heißt, Sie haben diese Lizenz für 1 bis 2 Jahre, solange können Sie das Medium ausleihen. Und wir haben ja heute Morgen auch über den Erschöpfungsgrundsatz und die finanzielle Regelung, wann ist sozusagen auch die Kosten, die ich als Bibliothek gezahlt habe, wann ist das abgegolten, wann müsste ich eigentlich wieder eine neue Gebühr entrichten. Das ist eben damit mit diesen zeitlich befristeten Lizenzen jetzt reguliert und die kommen immer stärker. Und es gibt ein anderes Modell, nämlich Lizenzen, die nach Ausleihe zählen. Also so wie im Prinzip auch das Modell wie für den physischen Medienbereich. Da haben Sie haben ein Printmedium, das können Sie so und so oft ausleihen. Danach wissen Sie, ist es jetzt einfach schon gebraucht. Ja, es ist verschlissen, Seiten fehlen. Sie müssen einfach, wenn Sie es noch weiter anbieten wollen, müssen Sie einfach ein neues Exemplar davon kaufen. Und so, dieses Modell hat man jetzt auch auf E-Medien übertragen. Ja, der Lektor, der jetzt eben für die Medienerwerbung zuständig ist, ist auch zuständig dafür, diesen Bestand aktiv zu pflegen. Das heißt, genauso wie wir das für den physischen Bereich machen, schauen wir sehr genau hin bei unseren Medien, wie gut werden sie entliehen, werden Medien irgendwann nicht mehr entliehen, woran kann das liegen, fragen wir uns. Und natürlich, wenn es neue Auflagen gibt, dann muss man ja die auch ersetzen, und das trifft nicht immer auf alle Segmente gleich zu, aber in Deutschland ist es so, dass man eigentlich von einer Erneuerungsquote von 10% Minimum spricht. Das heißt, nach 10 Jahren soll ich den Bestand einer Bibliothek einmal quasi erneuert haben, und auch so sehen wir das auch bei der Online. Also auch da gucken wir, dass wir Rechtsratgeber oder Sachbücher für Informatik oder Ratgeber zur Gesundheit, die dürfen ja nicht ganz alt sein. Also Sie wollen ja keine Informationen über Forschungsergebnisse, mit denen Sie gar nichts mehr anfangen können. Oder ein Ratgeber zur Gesundheit, wo Medikamente genannt werden, die es gar nicht mehr auf dem Markt gibt. Das wollen Sie ja alles nicht, wenn Sie sich wirklich informieren wollen. Und auch deswegen müssen wir genauso diesen Bestand unserer virtuellen Bibliothek pflegen, wie wir es auch für den physischen Bereich tun. Auch da kriegen wir mittlerweile Unterstützung durch den Anbieter. Aber ich glaube, auch da wird es technisch noch einige Neuigkeiten geben. Ja, es gibt verschiedene Formate bei E-Books. Es gibt ja die PDF-Varianten und ganz stark im Kommen ist das EPUB-Format. Das heißt, es ist einfach flexibel, Sie können es auf allen Geräten nutzen. Die Schwerpunkte der Nachfrage bei uns sind ganz klar Belletristik, Hobby und Lifestyle, also alles, was so Ratgeber auch sind, was Freizeitgestaltung angeht. Kurioserweise finde ich auch Kochbücher, aber gut, also tatsächlich ist es so, wenn ich was kochen will, dann gucke ich gerne mal auch in Internetportale und gucke mir ein Rezept an, aber ich würde das mir, glaube ich, nicht ein E-Book als Kochbuch ausleihen. Ja, Psychologie, Lebenshilfe ist auch sehr gefragt, und Reiseführer ist natürlich auch etwas, weil ein E-Book, ein E-Book-Reader so sehr komfortabel ist
ist das was Schönes, wenn man seinen Reiseführer oder auch sein Wörterbuch einfach auf so einem Speichermedium mitnehmen kann und dann passen in den Koffer noch 2 Paar Schuhe. Von der digitalen Sprechstunde habe ich Ihnen eben schon erzählt. Das waren jetzt eigentlich alles mal die guten Seiten, die E-Medien für eine öffentliche Bibliothek auch bieten. Und es ist ganz klar so, diese virtuelle Filiale, von der wir auch gerne sprechen, wenn wir unsere Anleihe malen, die ist ein wichtiges Angebot unserer Bibliothek. Sie ist nicht mehr wegzudenken. Und das heißt aber auch, wir müssen uns auch ein bisschen mit den Risiken beschäftigen, denn wir haben jetzt schon eine ganze Menge von Arbeit und auch von Etat in dieses Angebot investiert. Und natürlich muss man sich auch fragen, wie nachhaltig ist das Ganze. Die Risiken, die wir als Bibliothek natürlich da auch sehen, ich muss mal schon wieder weiterschalten, entschuldigen Sie bitte, ist irgendwie mit 3 Medien hier, digital und analog, ist doch dann nicht so ganz einfach. Die Risiken, die wir sehen für E-Medien, ist diese Abhängigkeit der Bibliotheken von den Lizenzgebern. Das heißt, Bibliotheken sind ja nicht selbstständige Verhandlungspartner der Verlage, das könnten wir gar nicht. Wir haben auch nicht eine eigene Rechtsabteilung oder so etwas. Also das muss schon jemand anderes für uns machen und die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, ist dann natürlich auch wirklich ganz gut. Aber auch die unterliegt ja gewissen Restriktionen. Das hat meine Kollegin heute Morgen auch schon erwähnt. Es gibt Verlage, die immer noch der Meinung sind, sie möchten das nicht. Sie möchten nicht mit dieser Firma zusammenarbeiten und ihre E-Books dort anbieten, sodass sie ihren Bibliotheken verliehen werden. Das wandelt sich so ein bisschen. Ich glaube, Verlage sehen schon die Bedeutung dieses Angebotes und erkennen, dass das für sie auch eine weite Vertriebsstruktur ist, aber es geht einfach darum, sich da auch rechtlich und preislich gemeinsam auf ein gutes Level zu begeben und da gut miteinander zu verhandeln. Ja, heute Morgen ging es auch um die Preisbindung und das hat ja meine Kollegin auch angesprochen. Ein Buch ist ein Buch, aber wenn es in einer anderen Form erscheint, kann es einen anderen Preis haben in Deutschland. Das ist so. Auch die Mehrwertsteuer ist bei uns auf unterschiedliche Formate vom selben Inhalt unterschiedlich. Das geht sogar so weit, dass es Diskussionen darüber gab. Es gibt ja häufig Printbücher, gerade mal, sage ich, im Sachbuchbereich, wo Sie so einen Zugangscode haben. Ja, also im Medizinbereich ist das sehr häufig in deutschsprachigen Fachbüchern. Da ist ein Zugangscode. Mit dem Zugangscode, der eingedruckt ist in das Buch, bekommen Sie das E-Book und ja, das ist schwierig für Bibliotheken. So, ich kriege hier gerade schon fast die rote Karte gezeigt. Ich muss mich ein wenig beeilen. Ja, also die Frage ist eben, E-Medien, ist das jetzt für uns noch eine steuerbare Investition mit Zukunft? Wir müssen uns damit beschäftigen, dass der Etat für Print- und E-Medien aufgeteilt werden muss. Ich muss für meine Bibliothek kalkulieren mit diesen heterogenen Modellen von Lizenzen. Wir haben eigentlich die Zielzahl, dass wir eine Medieneinheit pro Einwohner anbieten. Wenn ich jetzt mit diesen schwierigen Lizenzmodellen konfrontiert bin, weiß ich noch nicht so ganz genau, ob wir immer die Bestandszahlen auch halten können oder gehen wir sehr hoch, gehen wir ein anderes Mal sehr weit runter. Das wird schwierig. Wir müssen uns mit den Konkurrenzen beschäftigen, die es im kommerziellen Bereich gibt, und wir müssen uns organisatorisch auch noch die eine oder andere Frage stellen, ob alle Lektoren das machen sollen oder ein Lektor alles kann. Ich sehe jetzt gerade nicht, welche Foliennummer das ist. Den Kommentar habe ich leider auch nicht verstanden. Gut, also virtuelle Besuche bei uns wachsen, die Besucherzahlen in den Bibliotheken nehmen ein bisschen ab, aber meine Kollegin hat auch gesagt, eigentlich die Entleihungen gehen nach oben, die Besucher gehen auch nach oben. Da haben wir uns auch natürlich einen schönen Trick einfallen lassen, denn wir zählen ja auch diese virtuellen Entleihungen und wir zählen auch den virtuellen Besucher bei uns. Die virtuelle Bibliothek, sie ist von überall erreichbar, aber ihre Finanzierung und Lizenzierung ist definitiv beschränkt.
Das heißt für uns, wir müssen das Angebot auf jeden Fall haben, wir werden es weiter betreiben, aber der Markt für uns wird heterogener. Die Etats von Bibliotheken können mal sehr gut sein, sie können, wenn es den Kommunen in Deutschland, von denen Bibliotheken in aller Regel finanziert werden, öffentliche Bibliotheken, wenn es den Kommunen nicht so gut geht, gehen die Medienbudgets nach unten. Das heißt, also da muss gut kalkuliert werden. Wir müssen uns mit sehr vielen rechtlichen und finanziellen Fragen und technischen Rahmenbedingungen auseinanderstellen. Und das Problem, das ich eben für eine Bibliothek als einzelne Bibliothek in Deutschland sehe, ist, wir haben nicht besonders viel Einfluss darauf selbst. Also da sind wir eben sehr darauf angewiesen, dass unsere Berufsverbände gute Arbeit für uns tun. Und davon bin ich aber überzeugt. So, jetzt springe ich mal zu einem neuen Punkt. Ich hoffe, Sie können mir noch ein kleines wenig zuhören. Ich wollte Ihnen auch noch einen besonderen Aspekt erzählen, wie kann man jetzt Leseförderung und digitale Medien zusammenbringen. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Zeitschriftenartikel mitgebracht. Eine meiner Kolleginnen ist Mitarbeiterin für Bibliothekspädagogik, für Leseförderung, und sie hat in einem Sommerferienprogramm ein erstes neues Format ausprobiert, wie man mit digitalen Medien Leseförderung betreiben kann. Es ist ja so, für viele Kinder und Jugendliche ist die digitale Welt komplett selbstverständlich. Ja? Die kennen keine gedruckte Landkarte mehr, die kennen keine gedruckte Enzyklopädie. Sie gucken das bei Google nach, Sie gucken das bei Wikipedia nach. Ein Brettspiel weiß man auch nicht, ob man das noch spielen kann oder ob es doch die Konsole ist. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Reise hier mich mit einiger Literatur auch beschäftigt und habe dabei ein sehr schönes Bildchen gesehen. Da war so ein kleines Kind, das auf einer Zeitschrift rumdrückte, und da stand, eine Zeitschrift ist ein iPad, das nicht funktioniert. Ja, für uns, sage ich mal, ich bin Mitte 40, da ist der digitale Wandel irgendwie noch ein Lernprozess gewesen. Ja, also ich bin nicht Digital Native, wie Sie hier auch sehr schön sehen können. Für viele Kinder und Jugendliche im 21. Jahrhundert ist das eine Selbstverständlichkeit. Viele besitzen ein Smartphone oder haben den Zugang zu dem Smartphone der Eltern. Sie haben Tablets in ihren Kinderzimmern, und also sie können sich einfach ganz selbstverständlich damit beschäftigen. Ja, in Deutschland hat man schon relativ gut erkannt, dass Leseförderung da auch lebenspraktisch sein muss, dass wir die Kinder und Jugendlichen dort abholen müssen, wo sie in der digitalen Welt aufwachsen, und dass es auch eine Aufgabe von Bibliotheken ist, Leseförderung spielerisch und technisch anspruchsvoll kreativ auch zu vermitteln. Es gibt zwei sehr schöne Programme, nämlich ein Programm vom DBV, also dem Berufsverband, den meine Kollegin vertritt. Das Programm heißt Lesen macht stark, Lesen mit digitalen Medien. Darum geht es einfach, Kindern und Jugendlichen Freude am Lesen zu vermitteln, und auch das kann man mit Tablets oder iPads oder auch Smartphones machen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, 5 Minuten oder 5? Ja, wir haben in Bremen jetzt inzwischen 2 Programme aufgelegt. Wir haben eine Mitarbeiterin gehabt, die Bibliothekarin ist und auch Medienpädagogin ist, und sie hat sich damit beschäftigt, wie man eben Leseförderung mit digitalen Medien betreiben kann. Wir haben jetzt 2 Programme für unterschiedliche Altersstufen. Wir haben einmal das Programm Märchen digital, das richtet sich an Schulklassen der 4. und 5. Klasse. Die Kinder sind dann so 10 bis 11 Jahre alt, und wir arbeiten da mit der App Puppetpal. Puppetpal ist eine ganz intuitiv zu bedienende App, sie ist sehr preiswert, funktioniert halt dann eben auf dem iPad, und es ist eine Möglichkeit, Märchen digital zu erzählen. Wir haben ein Programm aufgesetzt. Am Anfang steht eben die Beschäftigung mit einem Märchen. Es wird mit den Kindern besprochen, welche Märchen kennt ihr, worum geht es da. Man liest auch so ein bisschen fest, was sind die Rahmenbedingungen von einem Märchen. Also es gibt einen Ort, es gibt Figuren, es gibt vielleicht irgendeine Eigenschaft, um die es da geht. Jemand ist besonders stark, jemand ist besonders schlau oder so. Also was macht so ein Märchen auch aus? Was gibt dem Struktur?
Das wird als Rahmenbedingung fixiert, also wir schreiben das auf so einen Flipchart auf. Die Kinder wissen dann, okay, das ist sozusagen unser roter Faden, an dem wir unsere Geschichte entwickeln. Die Kinder arbeiten dann in kleinen Gruppen, zu zweit, zu dritt, und sie entwickeln dann zusammen eine kleine Märchengeschichte, und sie können da drin auch noch weitere Möglichkeiten unterbringen. Sie können etwas malen, sie können etwas basteln, sie können das dann mit dem iPad fotografieren und dann alles in dieser App zusammenfügen und haben dann am Ende einen kleinen Film, ein kleines digitales Märchen. Das wird dann der ganzen Gruppe auch wieder vorgeführt, und das kommt sehr gut an. Die Veranstaltung dauert so ungefähr 90 Minuten und wir haben so 20 bis 30 Minuten Vorbereitungszeit. Das ist hier wir haben ein ähnliches Programm auch nochmal für Jugendliche. Da machen wir eine Veranstaltung, Buchvorstellung digital nennen wir es. Wir machen das ja auch so, dass wir Schulklassen älteren Alters in unserer Bibliothek haben, die dann ein Buch vorstellen sollen. Und auch das kann man sehr schön digital machen. Und tatsächlich ist es so, diese iPads, die wirken wie ein Magnet. Ja? Die machen die Kinder irgendwie dann doch interessiert, sie haben da Lust zu. Und das funktioniert gerade auch bei Jungen ganz gut, bei Jugendlichen, bei Jungen, die wir manchmal schwierig in die Bibliothek bekommen. Und dieses Programm Buchvorstellung digital funktioniert relativ ähnlich wie dieses Märchenerzählen, nämlich dass man sich einmal darauf einigt, was muss jetzt in diesem Filmchen, den ich da produziere, vorkommen. Und auch dann können Sie mit dieser App sehr schön arbeiten. Sie sehen jetzt hier einmal noch mal ganz schnell, was ist unsere technische Ausstattung dafür. Wir haben 18 iPads eingekauft, wir haben so einen iPad-Koffer gekauft, das ist sehr praktisch, weil wir dann die iPads alle zentral bespielen können. Gut, natürlich, Sie brauchen ein MacBook, wenn Sie mit iPads arbeiten wollen, und so ein bisschen drumherum an Infrastruktur wie Boxen. Der finanzielle Aufwand für uns war ungefähr 11.000, ungefähr 11.000 Euro. Ja, und das ist das ist ein neues Programm bei uns, und wir werden mit weiteren Apps auf jeden Fall neue Formate ausprobieren. So, und das sind jetzt nur zum Abschluss nochmal Ideen, was man noch machen kann mit solchen Apps, wenn man sie zur Leseförderung einsetzt. Also Sie können natürlich eben auch mit Mal-Apps arbeiten und können die Kinder ein Bilderbuch gestalten lassen. Sie können Geschichten digital erzählen. Es gibt einige Verlage, die schon entsprechende Apps haben, die dann eben zu einer Geschichte, zu einem Kinderbuch eine entsprechende App anbieten. Was ich ganz schön finde, es gibt, ja, Sie kennen sicherlich viele von Ihnen solche Tech-Clouds, die wir oft ja im Internet auch sehen. So etwas kann man auch mit Kindern sehr schön machen, indem man eben zu einem Thema vielleicht Begriffe sammelt und dann auch sehr deutlich wird bei so einer Tech-Cloud, wenn ein Begriff sehr häufig fällt, dann ist er vielleicht, hat eine andere Gewichtung. Ich denke, da kann man sehr schön auch mit Sprache spielen mit Kindern. Ja, genau, es gibt immer die Fragestellung dann noch zu den Apps, welche App ist denn gut, welche App würde ich empfehlen, welche App ist für welche Altersstufe geeignet. Darum muss man sich natürlich auseinandersetzen. In Deutschland gibt es ein paar ganz gute Empfehlungslisten. Leider funktionieren diese ganzen Seiten, sind nur in deutscher Sprache. Es gibt eine sehr, sehr schöne Broschüre aus München, die heißt Tabletts im Einsatz in der Leseförderung. Da werden eben verschiedene Programme beschrieben, die wir schon in Deutschland etabliert haben an einigen Bibliotheken. Und wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, welche Apps sehr wichtig sind, kann man in Deutschland wichtige Tipps dann auch dazu finden, gerade auch zu dem Thema Jugendschutz, also darf Werbung in einer App sein. Es gibt ja solche In-App-Käufe, das sollte sicherlich für Kinder nicht zugänglich sein. Dann die Frage, gibt es aus Apps Möglichkeiten in soziale Netzwerke, also Facebook und so weiter, zu gehen. Auch da muss man sich als Bibliothek gut überlegen, was man tut. Und Sie müssen sich natürlich auch mit den technischen Einstellungen der Geräte beschäftigen. Ja, so, das war es jetzt ein bisschen ganz schnell, aber ich hoffe, Sie haben einige Ideen davon mitnehmen können. Vielen Dank.